Wir treten ins Dasein, weil wir das Erleben begehren. Schwierigkeiten, denn dort lernen wir. Nicht immer kommen wir, um Schwierigkeiten zu erleben. Aber wenn du nichts erleben wolltest, würdest du auf der anderen Seite bleiben und auch so lernen. Aber es ist, als würde man jemandem versuchen zu beschreiben, wie es ist, Fahrrad zu fahren. Man kann es nicht wirklich beschreiben, man muss es selbst tun. Ich heiße John J. Davis in der Sendung willkommen. Wie geht's dir, John? Hey Alex, mir geht's super, schön dich zu sehen. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist, mein Freund. Ich habe mich wirklich auf unser Gespräch gefreut, denn ich habe gesprochen. Wahrscheinlich mit 40 oder 50 Personen, die Nahtoderfahrungen hatten, gesprochen. Deine Nahtoderfahrung ist ohne Zweifel eine der detailliertesten, die es gibt. Deshalb freue ich mich wirklich darauf, tiefer einzutauchen. Aber bevor wir eintauchen, stelle ich immer gerne diese Frage. Wie war dein Leben vor deiner Nahtoderfahrung? Davor, ich wurde katholisch erzogen. Ja, und mein Vater, er ging gerne in die Kirche. Und wir gingen manchmal 2 oder 3 Tage die Woche und dann auch sonntags in die Kirche. Also wurde ich mit dem Katholizismus regelrecht überflutet. Und bevor ich meine Nahtoderfahrung hatte, hatte ich nie irgendwelche Erfahrungen gemacht, außer mit dem Katholizismus. Ich war damals 21 und überlegte, ob ich studieren gehen sollte. Und das Letzte, woran ich dachte, war, es fiel mir schwer, den Katholizismus zu verstehen, vor allem die eingeflößte Gottesfurcht. Uns wurde beigebracht, Gott zu fürchten, was ich nie wirklich begriffen habe. Nach meiner Nahtoderfahrung wandelte sich mein Leben jedoch tiefgreifend, insbesondere meine Ansichten zu Spiritualität und Religion. Dennoch tue ich mich mit dem Konzept schwer. Ich betrachte mich als Christ, aber ich liebe Jesus und ich lese ständig das Neue Testament, aber mit dem christlichen Dogma habe ich wirklich große Schwierigkeiten. Also so war mein Leben früher sehr viel mehr Materialismus, mehr daran interessiert, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, weil ich wirklich keinen blassen Schimmer hatte. Diese Nahtoderfahrung hat also einen riesigen Unterschied für mich gemacht und mir eine feste Richtung gegeben, der ich folgen konnte. Und seitdem teile ich meine Geschichte. Und etwas, das ich Ihnen auch erzählen möchte, ist, Sie wissen, wie es ist, von Nahtoderfahrungen zu hören. Oft kehren Menschen mit einer Gabe zurück. Vielleicht entwickeln sie hellseherische Kräfte. Oder wie ein Mann, der plötzlich Musik komponieren konnte, ein musikalisches Talent. Andere sprechen neue Sprachen. Mein Fall war anders. Nichts derart Spektakuläres, aber ich erhielt, und ich glaube, es ist göttlich, eine 100-prozentige Erinnerung an alles Erlebte. Diese Erfahrung machte ich 1987. Aber wenn ich meine Geschichte erzähle, sehe ich alles wieder vor mir, als wäre es gestern geschehen. Deshalb erinnere ich mich an so viele Einzelheiten. Ich glaube, es ist ein Geschenk, das mir gegeben wurde, um meine Erlebnisse zu teilen, anderen zu helfen und ihnen Hoffnung zu geben. Es gibt weit mehr als das, was wir auf der Erde erleben. Nun, mein Freund, ich bin hier, um die Botschaft zu verbreiten. Lasst uns eintauchen. Was genau geschah an dem Tag, als du deine Nahtoderfahrung erlebtest? Ja, mein Vater hatte einen Verkaufswettbewerb gewonnen und als Preis gab es 2 Mopeds, die man heute eher als Roller bezeichnen würde. An den Wochenenden fuhren wir immer damit herum. Doch dann, eines Tages, hatte ich einen Unfall. Ich bin mit einem der Mopeds gegen einen Baum gefahren. Durch den Aufprall rissen die Sehnen in meiner rechten Hand. Sie mussten chirurgisch wiederhergestellt werden. Ich war damals 21 Jahre alt und hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Operation durchgemacht. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Ich war wahrscheinlich nur ein paar Mal im Krankenhaus, also nicht sehr oft, und hatte keine Ahnung, was passieren würde. Dann legten sie mir den Tropf an und begannen, die Narkose einzuleiten. Und ich hatte irgendeine allergische Reaktion. Und mein Herz blieb stehen und ich starb. In dem Moment, als ich starb. Ich öffnete meine Augen wieder und ich stand
in dem schönsten Gebäude, das ich je gesehen habe. Und mein allererster Gedanke war, oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung, dass das Krankenhaus so groß ist. Denn das Gebäude, in dem ich war, es war lang. Flurgebäude, und ich konnte das Ende nicht sehen. Es war so lang. Und rechts waren Säulen aus Marmor, wunderschöne weiße Marmorsäulen, vielleicht 9 Meter hoch, die ganze Strecke entlang, soweit das Auge reichte. Und sie waren etwa 1,5 bis 3 Meter auseinander. In der Mitte, an den Seiten des langgestreckten, korridorartigen Gebäudes, reihten sich Marmortische, normale rechteckige oder quadratische. Und zu jedem Tisch gehörten Marmorbänke. Diese Tischreihen erstreckten sich, soweit das Auge blicken konnte. Das Erstaunlichste jedoch war das, was sich links von mir an der linken Seite des Gebäudes befand. Wieder waren sie wie aus Marmor, alle aus weißem, herrlichem, makellosem Marmor. Es gab Tunnel, die aussahen, als seien sie aus massivem Marmor geschnitten. Sie entsprachen jedem Tisch. Eine Marmorsäule, dann ein Tisch, dann diese Tunnel. Sie erstreckten sich weit nach unten, soweit das Auge reichte. Jeder Tunnel war rund 1,5 Meter entfernt und 2 bis 2,5 Meter hoch. Es wirkte, als wären sie direkt aus dem Marmor gemeißelt, mit soliden 90-Grad-Winkeln, ähnlich einem Türrahmen. Nun, ich muss Ihnen noch etwas mitteilen, was hier geschehen ist. Das hilft mir zu erklären, wie der Prozess ablief. Zu diesem Zeitpunkt, genau dann, hörte ich eine Stimme in meinem linken Ohr. Sie sagte, mein Name ist Alan, dein Geistführer. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, also ließ ich es geschehen. Mein Geistführer führte mich daraufhin an jeden Ort, den Swainsinchi. Ich werde es Ihrem Publikum genau beschreiben. Zuerst führte er mich um jedes einzelne Gebäude herum, nach draußen und anschließend dann hinein. Ich erzähle das gern, damit Leute sich so etwas vorstellen können. Das Gebäude, in dem ich war, ähnelte einem Tempel. Es steht in der Türkei und ist als Tempel der Artemis bekannt, buchstabiert Artemis. Wer sich ein Bild davon machen will, kann danach googeln und sich vorstellen, was mir gezeigt wurde. So sah es aus. Meine Erzählungen basieren auf den Erläuterungen meines Führers. Er hat mir alles, was ich gesehen habe und dessen Zweck genau erklärt. Das Gebäude, in dem ich mich befand, wurde mir als das Besucherzentrum vorgestellt. Und was an meiner Erfahrung besonders anders gewesen ist, ihr habt wahrscheinlich schon viel über typische Nahtoderfahrungen gehört, bei denen die Person sagt, dass sie einen Unfall hatte oder im Krankenhaus war und sich dann schwebend über ihrem Körper wiederfand. Dann werden sie sich eines Tunnels bewusst und am Ende des Tunnels ist ein weißes Licht. Nun, meine Erfahrung. Aus irgendeinem Grund übersprang ich all das und sie brachten mich auf die andere Seite des weißen Lichts. Was befindet sich jenseits des weißen Lichts? Betritt jemand es, gelangt er in ein Orientierungszentrum und durchquert Tunnel zu meiner Linken. Diese Tunnel verbinden die Menschen mit der Erde und der anderen Seite. Wenn also ihre Zeit auf Erden endet, passieren sie diese Tunnel zur anderen Seite. Die Tunnel scheinen mit der Erde verbunden zu sein. Ich verstehe nicht ganz, wie es funktioniert, aber so erreichen die Menschen die andere Seite. Also mein Führer sagte mir, ich solle nach links schauen zum nächsten Tunnel. Also schaute ich nach links und da kam ein Herr durch. Er war wohl in den 80ern oder 90ern und hatte sein Leben beendet. Er hielt die rechte Hand an der Brust, als ob er Schmerzen litt. Mein Führer sagte, er starb an einem Herzinfarkt. Er gelangt durch den Tunnel. An den erwähnten Tischen sitzen jeweils 2 Personen gegenüber. Mein Führer erklärte, sie seien Orientierungsberater, deren Aufgabe es ist, Neuankömmlingen auf der anderen Seite Orientierung zu bieten. Und der Grund für ihre Existenz ist, dass Menschen, wenn sie zur Welt kommen, irgendwie ist das Gottes Werk, denn ich begreife nicht, wie es funktioniert. Wenn wir ins Leben kommen, wird unsere Erinnerung an die andere Seite, unsere wahre Herkunft,
da wir nicht irdisch sind, ausgelöscht. Die Erde dient nur dem Lernen, Wachsen und der Seelenentwicklung. Unsere wahre Heimat liegt jenseits. Manche nennen diesen Ort Himmel. Manche nennen es das Jenseits. Und so helfen diese Orientierungsberater den Menschen, sich zu erinnern, woher sie wirklich stammen. Also die Frau, da war eine Frau am Tisch. Ich habe zugesehen. Sie stand auf. Sie ging zu diesem Mann, nahm seine Hände in ihre und führte ihn zurück zum Tisch. Und sie setzten sich. Die ganze Zeit, während sie mit ihm sprach, hielt sie seine Hände. Mein Begleiter meinte, beobachte ihn, also tat ich's. Sein Aussehen wandelte sich von einem Mann in den 80ern oder 90ern zu einem in den 30ern. Und niemand informierte mich, warum gerade die 30er. Aus irgendeinem Grund sind wir in unseren. Ob es damit zu tun hat, war das Jesus-Alter beim Tod? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind in unseren 30ern, also passiert das während der Einführung. Sie sprechen nur mit ihm darüber, woher sie kommen. Du hast dein Leben hier beendet. Du bist jetzt wieder auf der anderen Seite. Aber als er damit fertig war, stand er auf und ging nach rechts. Und er stieg 3 Stufen hinunter. Sie haben Säulen zwischen diesen Orientierungsbereichen. Also stieg er hinab und ging in das, was ich die Gärten nenne, denn es war das mit Abstand schönste. Gärten schöner kann man sie sich nicht vorstellen. Sie glichen englischen Gärten, wunderschön gepflegt mit den schönsten Bäumen und Blumen. Am meisten in Erinnerung blieb mir der Rasen. Das Gras war absolut smaragdgrün, einfach herrlich. Und der Grund, warum sie in die Gärten gehen, wenn sie hinübergehen, ist, dass dort ihre Wiedersehen stattfinden. Jeder, den sie in ihrem Leben kannten, Freunde, geliebte Menschen, Familie, Cousinen, Cousins, Großeltern, alle warten dort. Ein freudiges Wiedersehen gibt es, wenn sie hinübergehen. Das ist eine große Sache, wenn jemand vom irdischen Leben zurückkehrt. Und es ist eine große Sache, denn mir wurde gesagt, dass die Erde, dieser Planet, der schwierigste von allen ist. Ich werde gleich darauf eingehen für Ihr Publikum. Aber sie feiern Wiedersehen und heißen Menschen willkommen, was wirklich enorm ist. Das erste Ziel, zu dem er mich führte, war das Orientierungszentrum, um mir zu demonstrieren, wie der Prozess in Wirklichkeit abläuft. Du stirbst, dein Körper stirbt. Wenn deine Zeit gekommen ist, ab in den Tunnel, vorbei am Licht, bist du in der Orientierung. Du hast eine Einführungssitzung, dann triffst du deine Familie und Verwandten. Das war also der erste Teil. Der nächste Ort, zu dem er mich brachte, war, dieses Gebäude war quadratisch oder eher rechteckig quadratisch. Und es hatte Säulen, wunderschöne weiße Marmorsäulen rundherum. Und ich weiß nicht warum. Viele der Orte, zu denen er mich führte, erinnern an griechische Bauwerke, aber sie tun es. Und das ist noch nicht alles, was es auf der anderen Seite gibt. Die andere Seite stellt sie euch vor wie einen anderen Planeten, ähnlich der Erde, aber in Vollkommenheit. Dort gibt es keine Kriege, keine Armut, keinen Hunger, keine Krankheiten. Es ist einfach eine perfekte Welt. Genau das ist die andere Seite. Und der Ort, zu dem er mich führte, war nur ein bestimmter Bereich. Also das nächste, wohin er mich führte, er würde mich zu einer Lebensrückschau mitnehmen. Ihr und euer Publikum habt das wahrscheinlich schon gehört. Und es war dieses rechteckige Gebäude. Und wir gingen hinein. Und es war ein runder Raum. Wirklich, ein großer runder Raum. Und oben waren diese Bildschirme wie Kinoleinwände im Kreis angeordnet. Und er sagte, das ist deine Lebensrückschau. Und plötzlich, die Bildschirme leuchteten auf, als würden sie Filme zeigen, als sei ich im Kino. Jeder Bildschirm präsentierte einen anderen Lebensaspekt. Einer zeigte mich als Neugeborenes, ein anderer meine Kleinkindzeit, ein weiterer, wie ich zur Grundschule ging. So setzte es sich fort durch alle Lebensphasen. Jeder Bildschirm zeigte einen anderen Aspekt meines Lebens, bis zu meinem damaligen Alter, 21 Jahre. Und das war eine Lebensrückschau. Und bei einer Lebensrückschau geht es darum, zu sehen, ob man erreicht hat, was man sich vorgenommen hatte, bevor man ins Leben kam.
Denn nichts bei uns ist Zufall, nichts ist willkürlich. Wir alle planen tatsächlich unsere Lebenszeiten. Und darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Das war die Lebensrückschau, also das nächste, wohin er mich führte, war wieder eine Art quadratisches Gebäude. Es hatte Marmorsäulen außen. Dieser Teil fiel mir wirklich schwer zu verdauen, denn ich bin katholisch aufgewachsen. Er brachte mich zu einem Gebäude. Es sah aus wie ein Theater, genau wie das letzte in der Lebensrückschau. Aber dieses hier hatte eine Leinwand, wie unsere Kinos aussehen. Und was er mir zeigte, waren frühere Leben. Und das zu akzeptieren, fiel mir wirklich schwer, denn ich war nicht so erzogen worden. Aber wir haben tatsächlich frühere Leben, denn wir sind ewige Wesen. Man kann so viele Leben haben, wie man möchte. Also er wollte mir 3 verschiedene Leben zeigen, damit ich den Menschen, wenn ich zurückkomme, sagen kann, dass, genau wie bei deinem Publikum, frühere Leben wirklich existieren. Und man lernt aus ihnen, genau wie man in diesem Leben lernt. Nun, er hat mir 3 davon gezeigt. Und eines. Ich war ein Mönch und hatte eine rasierte Glatze. Wahrscheinlich war ich in meinen 60ern. Ich trug ein rotes Gewand und meine Aufgabe war es, Kindern das Leben im Kloster zu lehren. Es war, als wäre ich einst ein buddhistischer Mönch gewesen. In einem anderen Leben, das er mir offenbarte, war ich Schuhverkäufer in einem Dorf mit einer Schubkarre voll Schuhe. Meine Aufgabe war es, die Schuhe zu reparieren. Ich nahm sie mit in meinen Laden, setzte sie instand und brachte sie den Dorfbewohnern zurück. Das andere Leben, das er mir offenbarte, war das eines Fischers. Ich besaß ein kleines, schäbiges Boot, befand mich auf einem See und hatte ein Netz. Meine Aufgabe war es, das Dorf durch Fischfang zu ernähren. Diese Episode sollte mir aufzeigen, dass frühere Leben existieren, weil wir unendliche Wesen sind. Es gibt kein Ende des Wissens oder Lernens. Man lernt während der gesamten Existenz. Und eines der Dinge, die ich so interessant fand, war, dass wir betreten das Leben, weil wir Erfahrungen sammeln möchten. Anstrengung ist es, denn dort erlangen wir Wissen. Nicht immer machen wir Erfahrungen, um Härten zu erleben. Aber auch wenn du nichts erfahren wolltest, würdest du auf der anderen Seite bleiben. Und auch so lernst du. Aber es ist, als würde man jemandem versuchen zu beschreiben, wie es ist, Fahrrad zu fahren. Man kann es eigentlich nicht beschreiben. Sie müssen es selbst tun. Und wenn Sie es einmal gemacht haben, dann verstehen Sie es. Und genau deshalb kommen wir hierher, um zu lernen. Wir haben also viele verschiedene frühere Leben. Der nächste Ort, an den er mich brachte, dieser war ein wenig anders. All diese Gebäude waren einfach riesig. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie groß sie waren, aber sie waren alle einfach riesig. Und dieses hier war rund. Es war rund und hatte Marmorsäulen, die im Kreis angeordnet waren. Und es hatte eine Kuppel als Dach. Und wir betraten den Raum. Er geleitete mich zu einem Marmortisch, darauf 2 Schriftrollen lagen. Stell dir vor, Papyrusrollen sehen so ähnlich aus. Sie waren aufgerollt und es waren 2. Eine hatte ein blaues Band und die andere ein rotes Band. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Also nahm ich die mit dem blauen Band. Ich wickelte sie ab und entfaltete sie auf dem Tisch und sofort konnte ich all diese Schrift sehen. Sie war in schwarzer Schrift und es sah aus, als wäre sie in Kalligraphie. Du weißt, wie man diese Federn nimmt und sie in Tinte taucht, um damit zu schreiben. Das ist Kalligraphie. Genauso sah es aus. Als ich versuchte, es zu lesen, faltete es sich wieder zusammen. Und mir wurde gesagt, dass ich nicht über mein Leben lesen dürfe, weil es das, was ich in diesem Leben erreichen soll, beeinträchtigen könnte. Und was sie wollten, dass ich lerne und weitergebe, war, dass unsere Leben wirklich geplant sind. Wir planen, in welchem Land wir leben werden. Wir planen, welche Sprache wir lernen, wer unsere Eltern sind, ob wir studieren oder nicht, welche Karriere wir einschlagen werden. All das fließt ein, ebenso wie was wir lernen und erreichen wollten und was unsere Ziele waren. Und das sollte dir die Lebensrückschau zeigen, dass du wirklich Ziele hast und du sehen möchtest, wie du dich geschlagen hast. Jeder hat diese Schriftrollen
und sie werden alle in diesem wunderschönen, runden Gebäude aufbewahrt. Und ich weiß nicht warum, aber wir gehen immer zu diesem Gebäude, um unser nächstes Leben zu planen. Und unsere Führer helfen uns. Unsere Führer helfen uns zu planen, was wir erreichen wollen. Möchtest du mehr über Mitgefühl erfahren? Möchtest du mehr über Liebe lernen? Diese sind die Hauptthemen, die Menschen haben, wenn sie in ein Leben treten. Was möchtest du erreichen? Und du planst sie in diesem riesigen Gebäude. Als ich meinen Blick nach links wandte, da war dieses riesige Fenster und ich schaute hinaus und konnte sehen, und das war das erste Mal, dass ich eine Menge anderer Leute sah. Viele Menschen gingen auf diesem Weg hin und her. Und wo auch immer er mich auf der anderen Seite hinführte, es war wirklich belebt. Es waren Unmengen von Menschen, die hin und her liefen. Und jede Rasse war vertreten, jede Ethnie, jede Hautfarbe. Manche Menschen waren klein, einige waren groß. Sie sahen aus wie wir. Und was mir auffiel, war, dass jeder einen Körper hatte. Einige Leute, die ich gelesen habe, meinen, wir seien bloß Energie, die schwebt. Doch das widerspricht meiner Erfahrung. Ich habe sie alle gesehen. Sie sahen aus wie Menschen. Aber ihre Körper waren anders, irgendwie besonders. Sie sind unseren irdischen Körpern überlegen. Sie sind kräftiger, leichter, immun gegen Krankheiten und altern nicht. Und ich weiß nicht, woraus sie bestehen, aber sie sind genauso solide wie wir. Also sah ich sie hin und her gehen und eines der schönsten Dinge, die ich sah, war ein See auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Es war absolut der schönste See, den ich je gesehen hatte. Er war so still, er sah aus wie Glas. Und rund um diesen See, dort standen Trauerweiden. Du kennst sie. Die Bäume mit den langen, herabhängenden Zweigen. Ihre Blätter bedeckten leise die Wasseroberfläche. Es war einfach herrlich, ein perfektes Bild. Dann brachte er mich woanders in diesem Gebäude hin. Sie wünschten, ich solle es anderen sagen. Du kennst den Ausdruck sicher. Seelenverwandte. Seelenverwandte existieren echt. Als wir erschaffen wurden, schuf Gott uns alle mit einem perfekten Partner, der für die Ewigkeit an unserer Seite ist. Doch der perfekte Partner, den wir auf der anderen Seite haben, kommt nicht immer in einem Leben mit uns. Denn eine der Lektionen, die man im Leben lernt, erwirbt man durch Beziehungen, sei es eine Freundin, ein Freund, Ehe, was auch immer es sein mag, man lernt viel. Und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, die meisten Dinge, die ich gelernt habe, stammten aus Erfahrungen, die irgendwie schmerzhaft waren, aber mir viel beigebracht haben. Und auf der anderen Seite lernt man nicht unbedingt viel, wenn man seinen perfekten Partner hat. Also kommen wir normalerweise ohne unsere Seelenverwandten ins Leben. Und hier war etwas wirklich Cooles. Dieses Gebäude. Stellen Sie sich eine gigantische, riesige Bibliothek vor, voller Enzyklopädien von Britannica. All diese Bücher standen in Regalen, einheitlich gebunden, in einem lilastichigen Weinrot. Jedes einzelne Buch zeigte goldene Buchstaben, die nicht waagerecht, sondern senkrecht nach unten verliefen. Wohin mich mein Führer brachte, war Buch meiner Seelenverwandten. Diese Bücher enthalten alles über unsere Lebenszeiten, vergangene Leben, gelernte Lektionen, unsere Entwicklung, alles in diesen Enzyklopädien festgehalten. Die Schrift verläuft nach unten, oben und wieder hinab. Meine Schrift, sagte Nina, und es war Nina. Der Name meiner Seelenverwandten ist Nina. Und er wollte mir nur zeigen, dass jeder einen hat. Also sei nicht immer so. Mach dir keine Sorgen, deinen Seelenverwandten im Leben zu finden. Denn oft wirst du nicht, weil diese Person noch auf der anderen Seite ist. Also das war dieses Gebäude. Es war einfach nur ein wunderschönes Gebäude und einfach schön. Das nächste Ziel, wohin er mich führte, war ein Stadion, ähnlich einem Fußballstadion oder einem Ort für Sportevents. Er brachte mich hinein. Das Innere hatte Tausende von Sitzen, einfach Tausende von Sitzen, auf denen die Leute sitzen konnten. Aber als ich dort war, war es völlig leer.
Nichts war überhaupt darin, nur die Sitze. Und mein Begleiter, also hinter mir war ein Herr und seine Aufgabe war es, das Gebäude zu leiten. Erinnerst du dich an deine Kindheit? Bist du früher ins Planetarium gegangen? Erinnerst du dich, was das war? Natürlich, ja, wo ich in einem Planetarium war, auf der anderen Seite. Aber es war riesig, einfach gigantisch. Und der Herr hinter mir, er leitete dieses Planetarium und er sagte, lasst uns anfangen. Da gingen die Lichter aus, stockdunkel, und ich setzte mich hin. Er begann mir an der Decke etwas zu zeigen. Seine ersten Worte waren, wenn du die Sterne betrachtest, das ist es, was du siehst. Und worauf er anspielte, war Menschen auf der Erde, ihre Perspektive, beim Blick zu den Sternen, das sehen wir. Er begann zu zeigen, unser Sonnensystem, begann den Planeten Jupiter zu zeigen, dann Saturn, dann Uranus, dann Neptun, alle aus unserem Sonnensystem, einschließlich der Erde und unserer Sonne. Dann sagte er zu mir, wenn wir in die Sterne schauen, sehen wir genau das. Und er bezog sich dabei auf uns alle. Ist auf der anderen Seite ihre Perspektive. Und er sagte, wenn wir in die Sterne schauen, sehen wir genau das. Und er begann mir zu zeigen, erst Planet für Planet, dann Dutzende von Planeten, dann Hunderte, Tausende, dann Millionen und Abermillionen von Planeten. Und er sagte mir, es gibt weit mehr Leben im Universum, als du möglicherweise weißt. Das Coole ist, dass die Erde ist nicht der einzige Planet. Es gibt Millionen von Planeten. Und nicht nur das. Wir könnten auch auf einigen von ihnen Leben finden. Wir dachten immer, die Erde sei der einzige bewohnte Ort. Aber das stimmt nicht. Es könnte Leben auf anderen Planeten im Universum geben. Das ist absolut möglich. Hat mich umgehauen. Ich liebe Astronomie sehr. So sehr, dass ich versuchte, einen Astronomiekurs zu belegen. An der Uni, aber ich musste ihn abbrechen, weil ich die Mathematik nicht verstanden habe. Es ging darum, Entfernungen von Sternen zu berechnen. Es war einfach zu schwer für mich. Aber ich liebe Astronomie und das war einfach so außergewöhnlich. Ich denke, das war einer meiner Lieblingsmomente meiner ganzen Erfahrung. Dieses Planetarium, das hast du mir danach gezeigt. Dieses Gebäude war ein wenig anders als die anderen. Es war erneut ein Rechteck und es war so lang, dass ich das Ende wieder nicht sehen konnte. Aber es war das bisher größte Gebäude und hatte keine Säulen außen. Es hatte nur Säulen, diese marmornen weißen Säulen an der Vorderseite. Und es sah aus wie unser oberstes Gerichtsgebäude in Washington. Es sah so aus mit den Säulen vorne und es hatte eine ganze Menge Stufen, die nach oben führten. Wieder war alles weiß, wunderschön, aus Marmor. Also führt er mich hinein und es ist eine Bibliothek. Und da sind riesige 9 bis 12 Meter hohe Bücherregale voller Bücher, soweit das Auge reicht. Und wieder war sie voller Menschen. Menschen studierten an verschiedenen Tischen. Menschen unterhielten sich miteinander. Es gab Leute, die nach Büchern suchten und einfach eine riesige Bibliothek. Und er brachte mich zu einem Bereich auf der linken Seite der Bibliothek. Und wie ihr Aussehen war. Es war wie ein Blick, Orte zum Lernen, Lernräume für alle Gelegenheiten. Kennst du die Studierräume in heutigen Bibliotheken? So sahen sie ungefähr aus, vielleicht so groß wie ein durchschnittliches Schlafzimmer. Ich ging rüber, blickte hinein und sah eine Frau. Sie stand dort, mir den Rücken zugewandt. Sie hatte rabenschwarzes Haar bis zur Taille und sie trug so etwas wie ein lila Kleid oder so etwas wie einen Umhang. Und sie schaute auf, was wir heute als riesigen Flachbildfernseher kennen, der an der Wand montiert war. Mein Begleiter sagte, sie beobachtete die Geschichte. Ich betrachtete aufmerksam, was sie so intensiv beobachtete. Und es war eine Schlacht zwischen den amerikanischen Ureinwohnern, Präriestämmen wie den Lakota
und den Soldaten der US-Kavallerie. Er sagte, sie beobachtete es beim Geschehen. Und ich dachte mir, wie ist das möglich? Denn vor 200 Jahren gab es noch keine Videokameras. Wie konnte sie etwas beobachten, das bereits geschehen war? Und er sagte mir, alles wird aufgezeichnet. Und das muss auch Gottes Werk sein, denn ich kann es nicht verstehen, wie es möglich ist, dass alles aufgezeichnet wird. Aber es ist so. Deshalb können wir bei Lebensrückblicken alles über unser Leben sehen. Es ist in Gottes Geist festgehalten und aufgezeichnet. Kann ich dich kurz unterbrechen, denn du hast etwas sehr Interessantes gesagt. Du meintest, sie hat es beobachtet, während es passierte, aber das war Vergangenheit. Ja, ich korrigiere mich. Sie beobachtete es nicht, während es passierte. Nein, sie sah es, als die Geschichte sich ereignete. Also, sie hat eine Dokumentation über ein vergangenes Ereignis gesehen. In ihrer Zeitlinie, in einer Ära, wo das Festhalten von Bildern oder Tönen noch nicht möglich war. Absolut, das ist völlig richtig. Ja, genau. Also was ich gelernt habe, ist, dass man alles erforschen kann, sei es eine Schlacht, eine Person des Zweiten Weltkriegs oder der Untergang der Titanic. Alles, was man vertiefen möchte, ist in diesen Räumen neben der Bibliothek möglich. Und man erlebt die Geschichte, wie sie wirklich war. Ich denke, wir alle sind so veranlagt, lernen zu wollen. Der Ort, an den er mich mitnahm, war ein Ort des Lernens. Die Menschen kommen dorthin, um zu lernen, zu erleben und zu wachsen. Und das Tolle an der anderen Seite ist, dass alles, was du hier auf der Erde gerne tust, kannst du auch dort tun. Du kannst schwimmen, wandern, zu Musikfestivals gehen, malen, schreiben. Alles, was du gerne tust, kannst du auch dort weiterhin tun. Das war für mich einfach der außergewöhnlichste Teil. Nun darf ich dir eine Frage stellen, denn alles, worüber du bisher aus deiner Erfahrung berichtet hast, hat irdische Verbindungen. Bedeutet offensichtlich, dass alles, von den Gebäuden bis hin zu dem, worüber wir jetzt sprechen, es ist alles irdisch. Wir haben Bezugspunkte zu all dem. Also meine Frage an dich ist, Dinge auf der Erde, sind die Dinge auf der anderen Seite wie hier oder ist es umgekehrt, weil du von der Erde kommst und alles für dich konstruiert wurde, um es dir bequemer zu machen, speziell auf dich zugeschnitten? Oder sind wir nur inspiriert, wie du sagtest, Bücher und Bibliotheken, das sind alles Dinge, die wir hier entworfen haben oder die Informationen hierher bekommen haben, sowie Auditorien, Bildschirme und ähnliches. Also was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Was kam zuerst? In gewisser Weise eine großartige Frage nach dem, was mir gesagt wurde. Alles auf der Erde war zuerst auf der anderen Seite. Die Idee der Pyramiden stammte von der anderen Seite. Die Idee, diese wunderschönen griechischen, römischen Gebäude. Die Architektur war so schön, dass die Inspiration von der anderen Seite kam. Sie war zuerst dort. Und das erkläre ich Ihnen gleich. Es gab noch einen Vorfall, also bezüglich der Bibliothek. Hier ist der Teil, der, ich denke, Ihre Frage besser beantwortet. Er brachte mich zu einer Burg und zog um wie im mittelalterlichen Europa. Sie waren aus Stein, wunderschönem, prächtigem Stein, perfekt behauen, wie die majestätischen Burgen damals, riesig. Er sagte, ich solle hineingehen. Also ging ich hinein und sofort war da ein prächtiger, roter, verzierter Teppich auf dem Boden der Burg und riesige Wände zu meiner Rechten und Linken. Und es gab lebensgroße Gemälde von Königinnen und Königinnen und Adelspersonen, die in dieser Burg gelebt hatten. Und es gab lebensgroße Gemälde, wie sie aussahen und was sie trugen. Und vor jedem einzelnen Kunstwerk befand sich ein Podest. Auf dem Podest lag ein Buch. Es war so, dass das Leben der Person in jenem Buch stand. Der Grund, dieses Schloss existierte wirklich. Es gab viele Schlösser, denn sie waren auf der Erde. Was auf der Erde war, fand sich auch anderswo. Und so
wenn man eine bestimmte Epoche in der Erdgeschichte erforschen wollte. Nicht nur könntest du Bibliotheken aufsuchen, sondern auch Orte wie diesen, an denen du die Strukturen sehen könntest, wie es auf der Erde war. Und das Buch, das auf jedem dieser Podeste lag, enthielt das Leben dieser Person, alles über das Leben dieser Person. Also, wenn du zum Beispiel mehr über König Georg erfahren wolltest, könntest du gehen. Du könntest seine Schlösser besichtigen. Du könntest sehen, wie er aussah, wie die Kleidung war. Und dann könntest du darüber lesen. Und noch mehr. Du weißt doch, wie viele Schlösser runde Treppentürme hatten, die ins Obergeschoss führten? Dieses Schloss hatte es ebenfalls. Und genau in diesem Moment erschien eine Frau, die die Treppe herunterkam. Sie hatte erdbeerblondes Haar und trug ein Kleid oder eine Tunika in einem pfirsichähnlichen Farbton. Es gibt noch eine Sache, die ich zu erwähnen vergessen habe. Jeder zieht an, was er möchte, aber viele tragen gerne Gewänder und Tuniken, weil sie am bequemsten sind, sagen sie, aber manche tragen Jeans und T-Shirts, was auch immer du tragen möchtest. Sie geht also hinunter, und sie kommt auf mich zu und sie sagt, brauchen Sie Hilfe beim Suchen? Und Alex, ich trete mir noch heute dafür, was ich ihr damals gesagt habe. Da stand ich auf der anderen Seite. Eigentlich sollte ich operiert werden. Was passiert hier? Statt zu fragen, weißt du, was ich sagte? Oh, nein, danke, ich schaue nur. Du bist nicht bei Walmart, Mann. Ja, genau, das ist genau. Warum habe ich das bloß gesagt? Ich hätte sie fragen können. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also, mein Führer erklärte, du weißt, Menschen auf der Erde müssen Jobs haben, um Rechnungen zu zahlen. Sie haben Hypotheken, Miete, Nebenkosten. Wir brauchen alle Geld, also arbeiten wir. Doch anderswo existiert diese Wirtschaftsform nicht. Sie übten eine Arbeit aus, die sie liebten. Dieses Mädchen hatte eine Lieblingsepoche in der Erdgeschichte. Sie galt als Gelehrte. Wenn du also mehr über diese spezielle Zeitperiode erfahren wolltest, könntest du Burgen besuchen, um zu lesen oder zu erleben, wie es damals war. Alternativ könntest du die Betrachtungsräume in der Bibliothek nutzen oder dich mit einer Expertin wie ihr austauschen, die sich auf diese historische Epoche spezialisiert hatte. Also, das war einfach phänomenal. Willst du noch etwas lernen? Ja. Lassen Sie mich diese Frage stellen. Und wieder, nach Gesprächen mit vielen Nahtoderfahrungen. In den Lehren spiritueller Meister und Gurus über Spiritualität und alte Texte wird oft von universellem Wissen gesprochen, auf das Menschen zugreifen können. Dieses Wissen ähnelt einer metaphysischen Bibliothek, vergleichbar mit der Akasha-Chronik, die in physischer Form existieren könnte. Es wird angenommen, dass wir die Fähigkeit haben, auf der anderen Seite Informationen zu erhalten, die wir wünschen, benötigen oder die uns interessieren. Dies erinnert an die Prinzipien der Quantenphysik. Oh, und hier spielt Quantenphysik eine Rolle. Lass mich dir alles erklären. Und du wirst sagen, oh, du konntest es nicht in Worte fassen, aber alles verstanden, wenn dir jemand von der anderen Seite es erklären würde. Es ist also interessant, was du meinst. Ich bin unsicher, wie das zu deinen Worten passt. Also, hast du darüber gesprochen, gehört oder was fühlst du dazu? Ich hatte den Begriff bei Keshak Records zuvor noch nie gehört, aber ich war mal bei einem Event, wo wir über eine Bibliothek sprachen, die ich sah, und ich bekam den Eindruck, dass wirklich alles, was man lernen möchte, studieren, lesen, was in dieser Bibliothek war. Jemand meinte, es klinge, als sei ich in den Akasha-Chroniken gewesen. Das Einzige, womit ich das vergleichen kann, das ist Gottes Wissen. Alles war dort. Alles in diesem Gebäude. Aber ob es universelles Wissen gibt, weiß ich nicht, weil alle anderen Planeten haben auch ihr eigenes Entwicklungsschema, genau wie die Erde. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bibliothek alle Informationen über andere Welten enthielt oder ob es nur um das Leben auf der Erde ging. Das ist wirklich eine gute Frage, ich weiß es nicht. Es ist interessant, ja, denn es ist nicht so, als ob ich diese Konzepte des universellen Wissens gehört hätte.
Sie können universelles Wissen abrufen, doch es betrifft stets den irdischen Bereich. Nie hörte ich jemanden fragen, oh, willst du das fortschrittliche Raumschiff auf Planet B75? Hier? Das habe ich noch nie gehört, aber es hat mich einfach neugierig gemacht. Diese Idee. Denn wie gesagt, alles, was du sagst, ist sehr irdisch in seiner Erfahrung. Und die Art, das war eine meiner größten Fragen, die ich immer an Leute stelle, die ins Jenseits gehen. Was macht ihr da? Gibt es Bars? Treffen sie sich zwischen den Leben? Gibt es Tanzveranstaltungen? Und du sagst, nein, du kannst tun, was du willst. Du kannst zu Musikfestivals gehen. Als du von Musikfestivals sprachst, dachte ich, du meinst, es gibt Konzerte. Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Das ist verdammt nochmal ein Woodstock auf der anderen Seite. Und dann sind auch Mozart und Beethoven da. Und was sie mir erzählten, war, als ob ein Harry Potter-Erlebnis speziell für Erwachsene. Es ist wahrhaftig ein Paradies. Es ist wirklich ein absolutes Paradies. Und es gibt viele Menschen, die nicht hierher kommen möchten, weil es hier so anders ist als auf der anderen Seite. Aber die Menschen sind lernbegierig. Sie wollen sich entwickeln und deshalb entscheiden sie sich für ein Leben hier. Und ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Denn wisst ihr, wen ich wirklich treffen möchte? Ich möchte Bruce Lee begegnen. Natürlich. Ich habe viel Kampfsport gemacht, vor allem Karate. Ich möchte ihn wirklich treffen. Und er äußerte etwas, das ich in einem Tagebuch notierte. Er sagte, es gibt keine Grenzen, nur Hindernisse. Ich dachte, wow, das liebe ich. Es gibt so viele Menschen, die ich treffen möchte. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Hier ist das Finale. Mein Führer brachte mich zu einem Feld. Stellen Sie sich das prächtigste, schönste Wildblumenfeld vor, das Sie je gesehen haben. Goldene Hügel, übersät mit Blumen, einfach wunderschön. Er brachte mich dorthin und dann ging er, mein Führer ging und ich stand dort ganz allein. Und plötzlich tauchte ein Mann auf, direkt vor mir, und ich konnte seine Haare sehen. Er hatte braunes Haar. Ich konnte seine Hände sehen. Ich sah, dass er eine weiße Robe oder eine weiße Tunika trug mit einem goldenen Gürtel um die Taille. Und er hatte goldfarbene Sandalen an, die sich um seine Waden schnürten. Und er war anders als alle anderen, denn ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Es war so viel Licht oder Energie, die von ihm ausging, dass ich sein Aussehen nicht erkennen konnte. Und mein Verstand sagte mir, oder es war jemand anders, das ist Jesus. Er sprach zu mir, du musst ihnen sagen, es gibt keinen Tod. Und nachdem er das sagte, erwachte ich im Krankenhaus. Und alle schauten herab auf mich. Kennst du den Blick, den sie dir geben, der fragt, was mit diesem Kerl los ist? Ich wandte mich an den Chirurgen und fragte, was passiert sei, weil ich herausfinden wollte, wo ich war, was mir widerfahren war. Dann erfuhr ich, dass ich gestorben war. Er sagte, wir haben sie verloren. Sie waren 7 Minuten lang weg. Ich konnte nicht glauben, dass es nur 7 Minuten waren. Es schien mir, als hätte ich diese Erfahrung 1 Stunde oder mehr gemacht. Und eines möchte ich den Leuten sagen, dass ich vor allem möchte, dass die Menschen wissen, dass es besteht große Hoffnung, dass, weil du jemanden verloren hast, einen Freund oder Gott bewahre, ein Kind oder Ehepartner, sie nicht wirklich fort sind. Sie sind nur an einem anderen Ort, zu dem wir noch nicht gelangen können. Aber am Ende, wenn deine Zeit gekommen ist, kehrst du zurück. Und das Merkwürdigste ist, dass du, wenn du zurückkehrst, wieder bei deinen Liebsten bist. Es ist, als verging keine Zeit. Denn auf der anderen Seite, Zeit gibt es nicht, so wie wir sie kennen. Und ich weiß nicht, wie ich das besser erklären könnte. Aber eine Lebenszeit für sie ist wie 1 oder 2 Monate, während für uns eine Lebenszeit 80, 90 Jahre oder mehr sein kann. Also für sie, wenn sie gehen,
trauern sie zwar um uns, aber es ist nicht dasselbe, wie wir um sie trauern, denn aus ihrer Perspektive werden wir in nur kurzer Zeit zurück sein. Das war tatsächlich meine Erfahrung, meine gesamte Nahtoderfahrung. Und ich möchte, dass Ihr Publikum das versteht. Es gibt Hoffnung, es gibt viel mehr zu entdecken, als wir kennen. Und Gott existiert wirklich. Jetzt möchte ich kurz zurückgehen. Als du in deinem Lebensrückblicksraum warst, hast du da die Perspektiven von dir selbst und jemand anderem während dieser Erfahrung gespürt? Oder war es das? Weißt du was? Ich glaube, es war zu wenig Zeit, damit Sie es mir zeigen konnten. Aber ich weiß, es war Teil deiner Lebensrückschau. Du spürst, was andere fühlen. Als ob du jemanden verletzt hättest, spürst du, was diese Person gefühlt hat. Aber ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich hatte nicht die Gelegenheit, eine vollständige Lebensrückschau zu erleben. Sie wollten mir nur aufzeigen, dass Menschen wirklich Lebensrückschauen erleben, dass diese real sind. Doch an jedem Ort, zu dem er mich brachte, schien alles so rasch zu geschehen, dass die Zeit fehlte. Sie wollten, dass ich den Menschen mitteile, was das ist. Informiere sie, dass es geschieht, dass es real ist. Sag ihnen das, denn es ist diese Erfahrung. Es war nicht nur für mich. Es sollte geteilt werden. Genau das tat ich. Seitdem. Also muss ich fragen, sind Sie 21? Im Raten, Nahtoderfahrungen sind total angesagt. In dieser Zeit spricht jeder darüber. Ich mache nur Spaß. Tut eigentlich niemand. Und wenn man so etwas öffentlich sagt, gilt man ziemlich schnell als Spinner. Also, was haben Sie gemacht? Mit diesen Informationen, wann haben Sie sich entschieden, sozusagen aus dem Schrank zu kommen? Und als Sie es dann getan haben, was dachten Ihre Eltern und Freunde und Kollegen darüber? Das ist eine gute Frage. Ich brauchte fast 1,5 Tage, bevor mir klar wurde, was geschehen war. Meine Mutter war es. Ich erzählte ihr, was passiert ist, denn zu der Zeit war ich noch ahnungslos. Ich war sehr katholisch und hatte keine Ahnung, was geschehen war. Sie gab mir dann ein Buch. Sicher haben Sie schon von Autor Raymond Moody gehört. Er schrieb das Buch Leben nach dem Tod, das 1975 erschien. Ich las viel davon und erkannte, oh mein Gott, das ist wirklich passiert. Ich traf die Entscheidung, meine eigene Geschichte zu teilen, kurz darauf, aber ich muss es Ihnen sagen. 2 Monate später, als mir bewusst wurde, wo ich war, ging ich los. Eine schreckliche suizidale Depression, 2 Monate. Es war so übel, dass ich nicht aufstand, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich noch weitere Zeit auf diesem Planeten verbringe. Jahre bevor meine Zeit kam, hinüberzugehen, sah ich nicht, wie ich es hier schaffen sollte, wie das Leben tatsächlich zu Hause ist. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis ich erkannte, oh mein Gott, John, wie willst du das bloß schaffen? Als mir klar wurde, Jesus hat mir gesagt, er hat nicht gesagt, weißt du was, John, ich möchte, dass du das machst. Glaubst du, du kannst das in deinem Leben schaffen? Das hat er nicht gesagt. Er sagte, du musst ihnen sagen, es gibt keinen Tod. Also begann ich sofort, es jedem zu erzählen, der zuhören wollte. Und ich dachte lange, was ich sah, sei selbstverständlich. Aber wenn ich anderen davon erzähle, da beginne ich zu begreifen, weißt du was, John, du hast tatsächlich eine ziemlich außergewöhnliche Erfahrung gemacht. Viele Nahtoderfahrungen anderer sind weniger detailliert. Also war es nicht nur für mich, es sollte geteilt werden und ich weiß nicht warum. Sie taten das für mich, obwohl ich nicht Oprah bin. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht du. Ich habe keinen Podcast. Ich habe nicht mal eine Webseite. Besitze sowas nicht. Also wenn Sie die Nachricht verbreiten wollten, warum nicht? Sagen Sie es jemandem, der ein riesiges Publikum hat. Also ich weiß nicht. Ich versuche es einfach zu teilen, wann immer ich kann. Und jetzt, wo meine Geschichte ein wenig öffentlicher ist, habe ich die Möglichkeit,
sie mit anderen zu teilen. Und hoffentlich gibt meine Erfahrung Ihnen die Art von Hoffnung, die sie mir gab, dass es so viel mehr gibt. Gott existiert echt. Er liebt uns wirklich und aufrichtig. Hier ist noch etwas, ich kann es nicht erklären. Es ist einfach göttlich, doch zugleich anders. Du kannst spüren, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er dich schätzt. Auf Erden. Das spüren wir nicht. Es ist so, ich weiß nicht, ob wir zu weit entfernt sind oder was, aber wir spüren es einfach nicht hier, also auf der anderen Seite. Ich kann kaum erwarten, zurückzukehren und das zu erleben. Also verbrachte ich mein Leben damit, es jedem zu erzählen, der zuhört. Es scheint mir klar, dass das geplant war. Du hast es vorher geplant, bevor es öffentlich wurde. Du denkst an, du stirbst mit 21, holst dir das. Es ist Teil deines Lebensplans, wie es eben läuft. Zumindest macht das Sinn. So ist es. Ja, aber du hast recht, es war nichts für dich. Es war so, dass andere es hören, denn jede Nahtoderfahrung, die ich kenne, war persönlich. Berührung zeigt, du bist vom Weg abgekommen. Du solltest den richtigen Weg finden. Du darfst gehen. Möchtest du oder bleiben? Es gibt Dinge, die geklärt werden müssen. Manche schufen sich eine Hölle, weil sie Katholikin war. Sie musste hinab, das erleiden und gerettet werden. Es gibt vieles. Alles ist persönlich. Deins ist nicht persönlich. Du hast quasi eine Himmelsführung erlebt und solltest Notizen machen, da du zurückkehrst. Das ist im Wesentlichen der Grund deiner Anwesenheit. Es schien, als wäre an deiner Erfahrung nichts Persönliches, was nicht schlecht ist. Sie ist einfach sehr einzigartig, typisch für eine Nahtoderfahrung. Bevor ich es vergesse, möchte ich Ihrem Publikum noch etwas mitteilen. Das hat mich einfach weinen gemacht. Alle unsere Tiere machen den Übergang genauso, wie wir es tun. Und wenn wir zurückkommen, sind sie alle da und wir müssen sie nie wieder verlieren. All eure Tiere, eure Katzen, eure Hunde, welche Tiere ihr auch hattet, sie sind da. Und das fand ich einfach außergewöhnlich. Ich habe das auch schon von anderen gehört. Jetzt wollte ich dich etwas fragen. Vielleicht hast du die Antwort darauf, vielleicht auch nicht. Aber du hast gesagt, dass jeder, wenn er lernen möchte, sich auch auf jener Seite weiterentwickeln kann. Es geht nur langsamer. Und das habe ich ebenfalls von mehreren Personen gehört. Spirituelle Lehrer und Nahtoderfahrene, die sagen, dass man auf der anderen Seite lernen kann, aber es ist so eine Art. Du kannst nicht wirklich wissen, was Schwimmen ist, bis du ins Wasser springst. Ich kann dir alles übers Schwimmen erzählen, aber reinspringen, du musst reinspringen und schwimmen. Und ich habe von einem Nahtoderfahrenen gehört, es war eigentlich ein Vorgeburtserfahrener. Er erinnert sich also tatsächlich an seine Wiedergeburt, wie die Vorbereitung auf sein Leben, so das Ganze, den Plan auslegen oder das ganze Ding. Und er sagte, dass er sich als Seele erinnert, wie er auf eine andere Seele zulief und sagte, Heiliger Gott, was machst du? Es ist, als träfest du jemanden, der oft ins Fitnessstudio geht. Er sagt, mein Gott, du siehst fantastisch aus. Wie hast du das Gewicht verloren? Was machst du? Die andere Seele antwortet, ach, ich war auf der Erde. Darauf er, Mann, das will ich auch. Wo kann ich mich für eine Reise zur Erde anmelden? Er, nicht einfach, Bruder. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Doch man lernt viel dort unten. So begann er. Eine Erinnerung aus früheren Leben war es. Nun wirklich interessant, doch du sagst, es sei andersherum. Du kannst lernen und wachsen, wenn dich Dinge interessieren. Doch erst hier entwickelst du dich wirklich. Aus dem Studium alter vedischer Schriften und ähnlicher Dinge sowie yogischer Philosophien, wo man sich bis zu einem Punkt wie Jesus, Buddha oder aufgestiegene Meister entwickelt, erreicht man einen bestimmten Ort. Ist es der Sinn, auf der anderen Seite zu sein, oder soll man hierher kommen, um seine Evolution zu beschleunigen, wenn man auf der Erde oder in einer physischen Erfahrung ist? Die Erde scheint jedoch die größte zu sein, gleichsam das Yale und Harvard dieser Erfahrungen. Wollen die Menschen über einen bestimmten Punkt hinauswachsen oder wollen sie einfach nur entspannen und das Paradies genießen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Menschen. Sie müssen das nicht ihr ganzes Leben lang tun, wenn sie nicht möchten. Alles liegt völlig und ganz bei ihnen. Niemand muss irgendwo ein Leben führen. Tatsächlich, was sie mir sagten, ist, dass es viele gibt, die nicht auf der Erde inkarniert sind, sondern zu anderen Planeten gegangen sind, aber man muss nicht. Dort, wo er mich hinbrachte, fühlte es sich fast an wie auf einem Universitätscampus. Wissen Sie, wie Campusgebäude eng zusammenstehen?
Das war irgendwie so, wie ich es erlebt habe. Da gab es dieses Gebäude, wo man dies machte. Dort war jenes Gebäude, wo man das tat. Hier ist dieser Raum, wo die Bibliothek ist. Hier ist das Planetarium. Aber natürlich, niemand ist gezwungen hereinzukommen, wenn er nicht möchte. Es geht lediglich um die Erfahrung, was ich im Leben lernte, weshalb Menschen mich mögen. Hierher zu kommen und Schmerzhaftes zu erleben, lehrt einen am meisten. Und ich denke mir, habe ich jemals etwas gelernt, wenn alles perfekt lief? Sie lernen wahrscheinlich trotzdem. Aber wenn Sie etwas durchmachen, eine Scheidung oder eine Trennung erleben oder Ihren Job verlieren oder Sie verlieren ein Familienmitglied, das ist schrecklich. Aber wenn Sie die Trauer überwunden haben, sind Sie mehr als zuvor. Und dieses Wissen können Sie mitnehmen. Es gibt ein tolles Zitat von Denzel Washington, das ich liebe. Er sagte, Sie werden nie einen Anhänger hinter einem Leichenwagen sehen, und das liebe ich. Denn was Sie auch im Leben ansammeln, Geld, materielle Dinge, Besitz, nichts davon nehmen Sie mit. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe, das Wissen und die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben. Diese bleiben Ihnen erhalten. Dieser Gedanke ist äußerst anregend und bedeutsam. Es lohnt sich, ins Leben zu kommen, um zu lernen. Und wenn man die Trauer überwunden hat, ist man mehr geworden. Und das ist der Sinn dahinter. Haben deine Eltern und deine Freunde es akzeptiert, als du angefangen hast, so zu reden? Was ist passiert? Haben sie es akzeptiert oder nicht? Bis heute habe ich es meinem Vater nicht, aber meiner Mutter schon erzählt. Ich nehme an, er weiß jetzt, dass du öffentlich so redest. Er könnte es wissen. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass er würde es nicht glauben. Sicher, denn er ist so ein überzeugter Katholik. Und das ist in Ordnung. Vielleicht eines Tages kann ich es ihm erzählen. Er ist momentan noch nicht so weit, denn er geht immer noch zur Kirche. Wahrscheinlich 2- oder 3-mal die Woche in die katholische Kirche und dann am Sonntag natürlich. Aber meine Mutter weiß Bescheid. Die Leute, denen ich es erzählt habe, viele Leute, wird mir das sagen. Es gibt keinen Grund, meiner Geschichte zu misstrauen, doch viele Menschen tun es nicht. Viele sagen, es kann nicht so gut sein, wie du sagst. Ich erzähle allen, es ist besser. Es ist weit besser, als was ich ausdrücken kann. Mir fehlen die Worte, um zu schildern, wie es wirklich war. Doch die meisten Leute, was nach dem Tod passiert, das ist die größte menschliche Angst, das Sterben. Ich denke, die 2 Nummer oder die 2. Öffentliches Sprechen. Öffentliches Reden, ja, das ist es. Öffentliches Sprechen ist tatsächlich die größte Angst. Dann folgt die vor dem Tod. Ja, das stimmt. Ich glaube, viele Leute machen sich Gedanken darüber, was passiert, wenn wir sterben. Also meine Geschichte, die habe ich immer geteilt. Und die meisten Menschen sind wirklich aufgeschlossen, denn sie wollen auch wissen, was dann geschieht. Seitdem ich diesen Kanal eröffnet habe und begonnen habe, mit Seelen wie dir und all den anderen Gästen, die ich in der Show habe, zu sprechen, sind die Leute super neugierig und das sogar mehr als in den 90ern. Es gibt heute so viel mehr Offenheit. Damals war es im Grunde Shirley MacLaine, die über Nahtoderfahrungen gesprochen hat. Sie galt damals quasi als die Verrückte, der Hollywood-Kreisel, so nannte man sie. Sie wagte für viele einen mutigen Schritt und brachte das Thema in die Öffentlichkeit. Oprah Winfrey leistete viel, um Nahtoderfahrungen, Channelings und Medien, fast tabuisierte Ideen zu thematisieren. Nun sind Menschen nicht nur neugierig, sie suchen aktiv nach solchen Inhalten und wollen mehr erfahren. Besonders interessant ist, was du über deinen Vater erwähnt hast. Die Ideen und Überzeugungen, die er sich aufgebaut hat, und die Geschichte, die er sich erzählt, bilden das Fundament seiner Existenz. Wenn er nur erwägen würde, deine Worte zu hinterfragen, könnte es das Fundament zerstören, auf dem sein Leben steht. Für einen Menschen, besonders im fortgeschrittenen Alter, wäre es so schwierig zu bewältigen. Es ist viel härter. Und genau dann, wenn Leute Kommentare oder so zu meinen Episoden abgeben, ist es, als würde man ihr Glaubenssystem, ihr Fundament herausfordern. Die Geschichte, die Menschen sich erzählen, um die Welt zu verstehen. Es kann Religion, Politik, Fleischkonsum
oder die Wahl zwischen Mac und PC sein. Es könnte alles sein. Und deshalb. Ich weiß nicht, ob du eher ein Mac- oder PC-Anhänger bist, aber manche verteidigen ihre Wahl leidenschaftlich, als ob PC oder Mac der einzig wahre Weg sei und als wäre es eine Grundüberzeugung, aus welchen Gründen auch immer. Es ist faszinierend. Ich möchte jedoch, dass viele Zuhörer es verstehen, auch wenn die Menschen um sie herum nicht. Verstehen sie genau deshalb? Ja, ich stimme zu, ganz einverstanden. Mein Vater auch, denke ich. Er ist ein erfahrener Marine und er ist in seinen Gewohnheiten festgefahren und drängt mich ständig zur katholischen Kirche zurückzukehren. Er fragt oft, warum gehst du nicht zurück? Ich weiß, er ist noch nicht offen dafür, aber ich hoffe, ihm das eines Tages näher bringen zu können. Jeder hat seinen eigenen Weg, mein Freund. Jeder ist auf seinem eigenen Weg, das ist nun mal so. Du weißt, was faszinierend ist. Ich bin sicher, du hast es vielleicht schon erlebt. Selbst bei Leuten, die anderer Meinung sind, wird ein Samen gesät. Es werden Samen gesät, die vielleicht nicht sofort keimen oder doch nach 5 oder 10 Jahren, wenn Fragen aufkommen. Genau wie bei dir und mir. Ich bin katholisch aufgewachsen, also ein genesender Katholik. Und diese Fragen, die ich hatte, ergaben keinen Sinn. Der furchteinflößende Gott, der 30 Jahre, was mit Jesus passiert ist, geboren, bla bla bla. Er ist der Retter. Ja, was ist in dem bla 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 passiert? Diese grundlegenden Verständnisse waren Fragen, die ich hatte. Und all diese kleinen Fragen säten jene kleinen Samen. Mit der Zeit überwucherten sie den Garten. Und ich dachte mir, das ergibt für mich keinen Sinn mehr. Jetzt muss ich ein neues, grundlegendes System finden, das für mich stimmig ist. Und für alle, die zuhören auch, du John, du hast kein Buch, du hast keine Webseite, du hast, wenn überhaupt, dann exponierst du dich selbst im Grunde genommen dem Spott ausgesetzt. Und das aus keinem anderen Grund, als dass du einfach wirklich deine Geschichte teilen möchtest. Und das finde ich so schön und authentisch daran, dass du tatsächlich nichts davon zu gewinnen hast. Das stimmt, ja. Du tust es wirklich nicht. Ich meine, wenn überhaupt, machst du dich lächerlich und solchen Dingen ausgesetzt und Angriffen, aber du willst deine Geschichte teilen, um anderen Hoffnung und Verständnis für Geschehnisse der anderen Seite zu geben. Ich schätze wirklich, dass du das tust, mein Freund. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich für eure Sendung ausgewählt habt. Es war eine tolle Zeit. Alex, du bist hervorragend, stellst fantastische Fragen und erzählst wunderbare Geschichten. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich schätze es. Jetzt werde ich dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Sicher. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Weißt du was? Ein gutes Leben zu führen hängt damit zusammen, Familie zu haben. Denn ich habe gelernt, dass materielle Dinge, Materialismus, all das ist nicht wichtig. Das Einzige, was zählt, ist die Liebe, die man mit Menschen teilt, zu versuchen, mit deinem Leben einen Unterschied zu machen, so viel wie möglich zu helfen und für andere da zu sein. Der Teil mit dem Schmerz. Nicht nur der Schmerz dir beibringen, aber du hast auch die Gelegenheit, es mit anderen zu teilen, Menschen zu lehren, was du aus deinem Schmerz gelernt hast, um ihr Leben ein wenig leichter zu machen. So würde ich das beantworten. Wie definierst du Gott? Das ist eine tolle Frage. Als ich auf der anderen Seite war, gab es definitiv, ist ein Gott. Und die Ureinwohner Amerikas nennen ihn den großen Geist. Und ich denke, so würde ich es auch definieren. Er ist definitiv da. Wir wurden alle von Gott erschaffen, im Funken der Schöpfung. Also ist er definitiv da. Gott existiert. Das einzige Gefühl, das ich erklären kann, jetzt ist dieses. Er ist reine Liebe. Gott ist reine Liebe und er will nur das Beste für uns. Und er schuf die andere Seite, unsere Heimat, als absolutes Paradies, hat aber auch die gesamte Dynamik von in ein Leben zu treten und Dinge zu erleben, die man auf der anderen Seite des Lebens nicht erfahren kann. Es geht ihm also voll und ganz um Liebe, um Erfahrungen zu sammeln, um zu lernen und er ist einfach immer präsent. Und auf der anderen Seite spürst du dieses gewaltige Gefühl, Liebe und Sicherheit und Frieden.
Deswegen fiel es mir so schwer, davon zurückzukommen, denn ich sehnte mich danach, wieder dort zu sein. Ich wollte einfach nicht mehr hier sein. Ich hatte das Gefühl, ich musste meine Geschichte wegen dem, was sie sagten, teilen. Aber so definiere ich Gott. Eine wunderschöne Entität, wahrhaftig unser Vater. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ich denke, der eigentliche Sinn des Lebens ist für etwas einzustehen. Entwickle deine Gabe, denn ich glaube fest, dass Gott uns allen Gaben gegeben hat. Und es ist unsere Pflicht, diese Gaben zu entfalten, und dann verschenke es. Ich denke immer daran. Pablo Picasso, der Künstler. Er sagte etwas Unvergessliches. Der Sinn des Lebens ist, deine Gabe zu finden und der Zweck, sie zu teilen. Ich denke also, basierend darauf stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Finde deine Gabe, entfalte sie, teile sie mit der Welt und mache die Welt zu einem besseren Ort, gerade weil du in ihr warst. Haben Sie eine letzte Botschaft für das Publikum? Ich denke, das Wichtigste, das die Menschen mitnehmen sollen, dass es gewaltige, gewaltige Hoffnung gibt. Egal wie hart dein Leben auch sein mag, egal wie viele Erfahrungen du auch machst, auch wenn du denkst, dass du am Ende deiner Kräfte bist, mach einfach einen Knoten und halte durch. Denn es wird besser werden. Es wird immer besser. Und lass das Wissen um Gott und das Jenseits dir Kraft geben, dir Mut geben, weiterzumachen. Denn wenn du dieses Leben beendest und zurückkehrst, es ist, als würdest du einen Krieg überleben. Und du wirst so stolz auf dich sein, für das, was du erreicht und geschafft hast. Also halte durch, gib nicht auf, gib alles, was du hast. Die Hoffnung ist grenzenlos. Es gab auch ein Zitat, das mir gefiel, von Admiral William McRaven. Wahrscheinlich kennen Sie ihn. Er sagte, der Glaube, dass morgen alles besser sein wird. Es wird so sein, das Wissen um die andere Seite, das Wissen darum, wie wunderschön sie ist, dass das unser Zuhause ist, dass das dir Mut geben wird, um jedem neuen Tag zu begegnen und vorwärts zu schreiten. Und damit, mein Freund, danke ich dir, dass du in der Sendung warst, dein Wissen geteilt und all die gute Arbeit geleistet hast, die du seit deinem Nahtoderlebnis machst. Nochmals, ich schätze es wirklich sehr, dass du in der Sendung warst, mein Freund. Nochmals vielen Dank. Ich bin sehr dankbar, dabei gewesen zu sein. Alex, es war toll. Danke. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.